Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute extra 4 Stunden nach Köln gefahren, um euch den Polestar 2 mit der Single-Motor-Variante vorzustellen. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir sind natürlich nicht nur 4 Stunden hierher gefahren, um ihn euch nur optisch zu zeigen, denn vor allem möchte ich euch zeigen, wie er sich fährt. Und falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch und da Anbieter wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich vor allem jetzt hier bei Elektroautos lohnen, denn ihr profitiert von einer Förderung von bis zu 10.000 € bzw. von einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Heißt, ihr bezahlt nur ein Viertel im Vergleich zu einem Verbrenner. Und sowieso ist die Zukunft ja Elektromobilität. Jetzt fängt es leider an zu regnen, aber es hindert uns nicht daran, euch jetzt den Polestar 2 vorzustellen. Vor allem eben jetzt hier in der frontangetriebenen Variante und da ist dieses Wetter perfekt, denn wir können den richtig auf Herz und Nieren testen und schauen, was der so kann. Mit dem Allrad hätten wir bei dem Wetter auf jeden Fall keine Probleme. Schauen wir mal, wie es bei dem jetzt so aussieht. Und wenn wir jetzt hier vorne angekommen sind, sprechen wir erstmal über die Optik. Und ihr bekommt jetzt insgesamt 6 verschiedene Lackvarianten. Hier haben wir jetzt die Farbe Snow drauf. Die kostet 1.000 € Aufpreis. Falls ihr keinen Aufpreis bezahlen wollt, müsstet ihr die Farbe Schwarz nehmen. Ist aber auch sehr, sehr schick. Dann gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten bzw. eher Pakete. Wir haben jetzt einmal Pilot, die haben wir jetzt hier nicht drauf. Das ist hauptsächlich ja Assistenzsysteme und bessere Lichter. Ihr bekommt aber eben auch noch die Plus-Variante, die haben wir jetzt hier. Heißt mehr Ausstattungsvarianten, eine Wärmepumpe und vor allem jetzt hier auch ein Glasdach, was sehr, sehr schick ist. Das schauen wir uns gemeinsam an. Performance gibt es bei der Single-Motor-Variante nicht. Die bekommt ihr eben nur bei der Allrad-Version, also die mit 2 Motoren, einen vorne, einen hinten. Jetzt schauen wir uns erstmal vorne die Optik an und vorne haben wir jetzt den Polestar drauf, also den Polarstern. Ich mag das Logo total gerne. Es ist eine sehr designorientierte Marke, eine sehr schicke Marke. Wir haben jetzt da vorne einen geschlossenen Kühlergrill, ganz in schwarz gehalten. Ich mag diese Kombination mit dem Schwarz und Weiß auch sehr, sehr gerne. Und natürlich erkennt man an manchen Punkten auch Volvo. Haben wir zum Beispiel jetzt hier bei den Leuchten, Jan hat auch schon direkt hingefilmt, sehr gut, serienmäßig LED-Leuchten, die wir jetzt hier haben. Wenn ihr eben das Pilot-Paket dazu habt, habt ihr dann nochmal so Pixel-LED-Leuchten mit jeweils 84 kleinen LEDs drin. So, wenn wir jetzt in die Seite gehen, erzähle ich euch noch was zu dem Maß und jetzt wird es interessant, der ist nämlich 4,61 Meter lang. 1,99 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Profil anschauen, ist es sehr interessant, denn die Karosserieform ist etwas untypisch. Wir haben nämlich hier jetzt eine hochgebockte Limousine. Ja, und da fällt es auch relativ schwer, Wettbewerber zu finden. Es wäre beispielsweise ein Tesla Model 3, haben wir euch jetzt hier auf dem Kanal vorgestellt, vielleicht auch ein Kia EV6 oder auch ein Hyundai Ioniq. Aber sonst fallen mir gar nicht so viele Wettbewerber mit dieser Karosserieform ein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch was anderes einfällt. Aber jetzt ist auf jeden Fall das Wichtigste hier an der Seite. Wir haben jetzt nur noch vorne einen Motor, mehr Reichweite im Vergleich eben zu dem Dual-Motor und es gibt 2 Akkuvarianten. Einmal die mit 64 Kilowattstunden und einmal die mit 78 Kilowattstunden. Ich habe mir jetzt hier die kleinste Akkuvariante für euch rausgesucht und total witzig ist, dass ihr jetzt hier an der Seite immer nachlesen könnt, wenn ihr so einen Polestar seht, wie viel PS hat er jetzt und vor allem, was für einen Akku hat er jetzt. Und hier an der Seite seht ihr es jetzt, Polestar 2. Wir haben jetzt hier die 64 Kilowattstunden und die 165 kW. Und interessant ist jetzt, der hat jetzt nach WLTP 440 Kilometer Reichweite. Die größere Akkuversion mit 78 Kilowattstunden hat dann 540 Kilometer Reichweite. So, wenn wir jetzt hier an der Seite stehen, sprechen wir vielleicht noch über die Felgen. Ihr bekommt jetzt 19 oder 20 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt die 19 Zoll Felge drauf. Schaut sie euch mit mir vielleicht mal genauer an. Hier jetzt in so einem Bicolor, in der Mitte dann auch nochmal das Polestar-Logo. Und um das Rad hier, also am Radkasten, haben wir so einen kleinen SUV-Look, wie ich finde. Heißt, hier ist sehr viel Plastik an der Seite. Hier dann auch nochmal und lässt das Ganze noch ein bisschen offroadiger aussehen. Und ich mag die Kombination eben aus, wir haben eine Limousine, der ist super schick. Ihr habt aber auch Elemente, die eben so ein bisschen rougher aussehen.
Spiegelkerben sind sehr interessant, relativ rund geformt, hier auch noch ein integriertes Blinklicht drin. Wenn ihr von der Seite mal schaut, seht ihr auch, was ich meine. Da gibt es jetzt irgendwie auch keine kleine Hutze nochmal drüber, die den Spiegel hier nochmal schützt. Die Türöffner finde ich auch sehr interessant, weil die so kastenförmig herausgehen. Wir haben jetzt hinten eben ein Limo-Heck, also es ist eine herabfallende Dachlinie. Und hier hinten könnt ihr ihn laden. Und das zeige ich euch vielleicht auch noch schnell, bevor wir weiterhin über die Optik sprechen. Und den 64 Kilowattstunden fassenden Akku könnt ihr jetzt entweder an der Haushaltssteckdose laden. Das funktioniert natürlich mit allen Elektroautos. Ihr könnt den AC mit bis zu 11 kW laden. Dann braucht er von 0 auf 100% 7 Stunden 20. Die große Akkuvariante würde dann ungefähr 8 Stunden brauchen. Und ihr könnt ihn auch DC laden, hier in dem Fall mit 116 kW bzw. bis zu 116 kW. Dann braucht er 40 Minuten von 0 auf 80% oder 35 Minuten von 10 auf 80%. Bei der größeren Variante könnt ihr sogar mit bis zu 155 kW DC laden in den gleichen Ladezeiten. Reichweite habe ich euch schon gesagt und jetzt schauen wir uns für mich die Schokoladenseite an. Und zwar ist es das Heck. Schaut mal, wie schön hier die durchgezogene Leuchte sich hier durchführt. Ich finde auch so ein bisschen, das sieht aus wie so ein Dodge Ram oder so, wie ein Dodge Challenger beispielsweise, wie so eine Ami-Karre. Hier hinten haben wir dann hier nochmal so ein glavierlackfarbenes Element, Polarstern wieder in der Mitte. Und eben hier diesen ganz leichten Entenbürzel. Und wenn wir uns jetzt mal den Kofferraum anschauen, öffnen wir den mal gemeinsam, funktioniert hier unten, geht elektrisch dann auf und wir haben jetzt hier ungefähr 450 bis 1000 Liter Kofferraumvolumen. Wir haben jetzt im Vergleich zum Dual-Motor keine Einbußen, heißt der Kofferraum ist genau gleich groß und vorne im Frunk haben wir auch noch ein bisschen Platz, das schauen wir uns dann nachher noch gemeinsam an. Erstmal hier zum Kofferraum. Sehr praktisch ist, dass ihr die Möglichkeit habt, den zu trennen mit diesem Element eben. Einfach hochklappen und dann habt ihr zwei Elemente, die ihr nutzen könnt. Da passen Einkaufstüten rein hier vorne und dann fällt dann auch nichts mehr um. Ihr habt hier aber auch, wenn ihr das jetzt wieder zumacht, noch einen doppelten Ladeboden. Sehr viel Platz da unten, ich glaube über 41 Liter, da könnt ihr dann auch noch mal Dinge verstauen. Hier an der Seite dann eine 12-Volt-Steckdose. Ich lasse mal Jan dran, dass er das genau sich angucken kann. Und hier auf der Seite dann nochmal ein Netz, beziehungsweise eben hier so zwei Haken, wo ihr was verzogen könnt. Interessant ist jetzt, dass diese Variante ungefähr 1900 Kilo wiegt. Die Dual-Motor-Variante wiegt über 2 Tonnen. Heißt, ihr habt ja auch ein bisschen Gewichtseinsparungen. Machen wir vielleicht noch die Hutablage hier runter. Könnt ihr euch das auch mal anschauen. Und wir klappen gemeinsam noch die Rückbank um. Jetzt gehe ich jetzt mal auf die Seite, um das für euch zu machen. Gehört ja auch zu so einem Test dazu. Einmal. Und auf der anderen Seite. Zweimal. Und das ist schon viel Platz, was ich gut finde. Ihr habt jetzt hier einen veganen Innenraum. Es gibt bei Polestar zwar noch einen mit Leder, den haben wir jetzt aber extra nicht genommen, weil es auch nicht mehr so oft gekauft wird. Hier haben wir jetzt dann Vlies nochmal alles ausgefüttert und da vorne seht ihr, es ist kaum eine Ladekante zu sehen. So, jetzt machen wir hier hinten mal wieder zu. Anhängelast liegt übrigens bei 1,5 Tonnen, das ist auch gut. Wir gehen jetzt als nächstes auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit! Jetzt kommt mal hier rein. Ihr seht schon, die Stühle sind leider relativ weit nach hinten gestellt, aber ich möchte euch natürlich trotzdem zeigen, wie viel Platz man hier hinten hat. Und das ist für mich ein kleiner Nachteil jetzt beim Polestar. Ich mache mal meine Mütze hier auch runter. Ihr habt jetzt für ein Elektroauto nicht so viel Platz, dafür ist der Look von außen halt sehr schick. Und jetzt schaut mal von vorne, nach vorne habe ich noch eine Faust, nach oben hin 2 Fäuste, beziehungsweise 1,5. Was aber ein absolutes Design-Highlight ist dieses Glasdach und besonders eben dieser Polarstern, der da oben nochmal so dran gezeigt wird. Da vorne ist es, das finde ich schon sehr, sehr schick. Übrigens, wie ich euch schon gesagt habe, veganer Innenraum jetzt hier, Isofix auf beiden Seiten. Wir haben jetzt hier auch einen Mitteltunnel, was ich nicht so gut finde, heißt derjenige, der in der Mitte sitzt, hat es auf jeden Fall nicht so bequem, muss die Füße an die Seite machen. Lüftungsdüsen erinnern sehr stark an Volvo. Hier dann auch nochmal die Möglichkeit, das Handy zu laden mit 2 USB-C-Steckern und hier habt ihr dann eben auch noch zweimal eine Sitzheizung für hinten. Mittelkonsole gibt es hier auch noch, 2 Cupholder. Jetzt mache ich hier mal wieder zu und als nächstes schauen wir uns mal gemeinsam noch die Tür an. Dafür kraxel ich jetzt hier mal raus. So, alles vegan. Türöffner ist jetzt sehr schön geformt. Wir haben jetzt hier so einen Stoff nochmal. Hier unten ein bisschen Haarplastik, aber sehr gut verarbeitet. Hier gibt es keine harte Kante oder so.
Und auch auf der Armauflage habt ihr es nochmal ein bisschen gepolstert. Hier jetzt noch so eine Einstiegsleiste, hätte ich mir vielleicht gewünscht, das sähe nochmal ein bisschen schicker aus. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam noch vorgehen. Und ich erzähle euch noch was zu den Leistungsdaten, beziehungsweise mache euch noch schnell den Frunk auf, dass ihr den auch mal noch seht. So, jetzt sprechen wir erstmal über den Frunk und hier vorne habt ihr dann eben die Möglichkeit, die Ladekabel zu verstauen, was ich sehr gut finde. Heißt, ihr habt ihr nicht nervig irgendwie im Kofferraum rumfahren. Hier habt ihr jetzt zweimal jeweils ein Ladekabel eben fürs AC-Laden. Und jetzt sprechen wir über die Leistungsdaten. Die Variante jetzt hier mit dem kleinen Akku hat 224 PS und 330 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die Variante mit dem größeren Akku hat dahingegen 231 PS. Warum ist es so? Ja, man hat dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Power gegeben, weil der eben 50 Kilo mehr wiegt als diese Variante. Ganz interessant, ihr habt dann aber eben VMAX 160 km/h. Den Verbrauch erzähle ich euch nachher, Reichweite habe ich euch auch schon gesagt. Sehr interessant, was wir jetzt machen, ist hier gemeinsam zu. Wir sprechen noch über den Innenraum, den möchte ich euch zeigen, vor allem über das Google-Betriebssystem. Es ist für mich eines der besten Betriebssysteme, welches ihr aktuell in einem Auto bekommt. Anschließend fahren wir jetzt hier gemeinsam, weil darum soll es ja in diesem Bericht gehen. Und dann gibt es noch ein Fazit und ich verrate euch die Preise. Kommt mit! Jetzt geht es wie versprochen weiter hier mit dem Innenraum und erstmal ist er relativ dunkel. Ich hoffe, ihr seht jetzt alles und ich wollte euch jetzt noch das Glasdach von außen zeigen. Jan filmt mal von oben, von innen sieht es großartig aus, von außen ist es auch so ein bisschen abgedunkelt. Schaut mal von hier innen auch noch kurz nach oben. Jetzt besonders schön hier mit dem Regen, der drauf liegt. Gibt dem Ganzen ein sehr cooles Raumgefühl. Kleiner Nachteil ist, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, wir haben das Auto ja auch schon mal im Sommer getestet, dann wird es hier drin auch ein bisschen wärmer. So, jetzt habe ich für euch was dabei, das sehr interessant ist, denn hier habt ihr jetzt alle Ausstattungsmöglichkeiten bzw. Konfigurationsmöglichkeiten von diesem Auto. Und da muss ich sagen, Daumen hoch Polestar, denn ich finde das total einfach gelöst. Hier ist kein großer Schnickschnack, sondern ihr könnt die Farbe wählen, ihr könnt hier die Version wählen vom Motor, also Standard Range, Long Range oder eben den Dual Motor und habt hier ein paar Interior-Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt sogar auch noch Leder wählen, wollte ich jetzt hier heute aber euch nicht zeigen. Und hier habt ihr die Ausstattungspakete nochmal. Performance gibt es ja bei der Variante nicht. Räder könnt ihr euch noch auswählen und das war's. Super easy. Man ist total schnell durch den Konfigurator und genau das finde ich gut. Das mag ich übrigens auch an Tesla sehr gerne. Und hier auf der zweiten Seite steht dann auch, was jetzt jeweils im Paket drin ist. Plus-Paket, habe ich euch ja schon gesagt, ist hauptsächlich viel Ausstattungsvarianten. Wärmepumpe ist vielleicht noch ganz wichtig, dass sie eben die Klimaanlage unterstützt und ihr damit mehr Reichweite habt. Ihr habt jetzt bei dem Pilotpaket auch die besseren LED-Leuchten und da vorne dann eben auch noch eine 360-Grad-Kamera, die ich euch leider nicht zeigen kann. Performance-Modell gibt es, wie gesagt, jetzt bei dem Single-Motor nicht. Aber sehr einfach gelöst. Ich kapiere alles, ich bin nicht überfordert. Das wäre zum Beispiel auch was für meine Eltern, was natürlich auch wichtig ist beim Konfigurieren. Jetzt quatsche ich aber nicht mehr so lange, sondern wir schauen uns jetzt hier die veganen Sitze mal an. Und die fühlen sich jetzt so ein bisschen an wie so ein Neoprenstoff, sind sehr angenehm auf der Haut. Hier oben dann ja Volvo-typisch auch diese Kopfstütze, erinnert sehr stark daran. Hier habt ihr auch noch mal so ein bisschen Mikrofaser und ich finde die Sitze sehr toll, sehr bequem. Vorne habt ihr dann auch noch mal die Möglichkeit, das so ein bisschen rauszufahren, um so eine Knieverlängerung vorzuheben. Auch die ist sehr weich gepolstert. Und vor allem sehr gut verarbeitet. Wenn wir das jetzt wieder zurück machen, schaut ihr vielleicht noch in die Einstiegsleiste, da haben wir einen kleinen Polarstern, sehr zurückhaltend, sehr schön designt. Die Tür sieht jetzt aus wie auch auf der Rückbank, wenig scharfe Ecken und Kanten, beziehungsweise keine, sehr viel Stoff, sehr viel gepolstert, auch da wieder dieser Neoprenstoff. Türöffner erinnert auch wieder von Volvo, beziehungsweise ja, von den verschiedenen Volvo-Modellen, die wir euch schon gezeigt haben. Ich mag den Innenraum total gerne. Und wenn wir uns jetzt hier mal alles anschauen, ist alles sehr clean. Wir haben fast keine Knöpfe. Ihr seht, vorne ist so ein aufrecht stehendes Display. Sieht ein bisschen aus wie ein iPad, was jetzt so da steht. Könnte auch so ein bisschen ans Model S erinnern. Holz haben wir jetzt hier in dem Fall. Hier dann auch noch mal ein bisschen Stoff, Lüftungsdüsen erinnern auch wieder an Volvo und hier oben Soft Touch plus jetzt optional eben in dem Plus-Paket die Harman Kardon-Anlage und die macht einen sehr guten Sound, die kann ich euch nur empfehlen, macht sehr, sehr Spaß. Wie gesagt, das Paket kostet 4.500 €, ihr habt es ja gerade gesehen. Mittelkonsole schwebt jetzt hier zum Teil, beziehungsweise eigentlich habt ihr hier nur so zwei Öffnungen, richtig schweben tut sie nicht, ist aber so aufgesetzt. Hier habt ihr dann auch noch mal einen Cup-Holder. Möglichkeit hier noch aufzumachen, nochmal mit einem Cup-Holder. Da ist übrigens der Schlüssel drin, den finde ich ganz interessant. So sieht er aus. Den fände ich jetzt ehrlich gesagt, wenn der ein bisschen schwerer wäre, irgendwie besser. Der ist so ein bisschen aus Plastik, aber das ist nur eine Kleinigkeit.
Kann ihr wieder zumachen, da habt ihr dann den Gangballhebel. Hier auch nochmal mit so einem beleuchteten Polarstern drin, auch geöffnet, was sehr cool ist. Ich kann hier einmal durchfassen. Hier habt ihr dann eben Drive, Neutral, Rückwärts und P. Hier vorne dann Lautstärkenregelung mit einem echten Drehregler. Finde ich sehr gut. Habt ihr auch noch eine Warnblinkanlage. Hier alles eben für die Entlüftung bzw. Belüftung der Scheiben vorne. Und hier einmal induktive Ladefläche, kann ich hier mein Handy drauflegen. Und hier habt ihr eben auch nochmal die Möglichkeit, ein zweites Handy abzulegen. Das lädt aber nicht. Und interessant ist, es ist so ein bisschen wie im Model 3, dass ihr da eben 2 Ablagemöglichkeiten habt. Wären die beide induktiv, hätte ich es noch ein bisschen besser gefunden. Übrigens, rahmenloser Spiegel. Sehr schick, passt zu dem Spiegel außen dann an den Seiten. Und auch hier die Leuchten funktionieren per Touch. Was wir jetzt als nächstes machen, Jan kommt mal rein, es regnet da jetzt schon die ganze Zeit irgendwie. Ja, es ist halt Herbst jetzt hier in Deutschland. Wir sprechen über das Lenkrad. Sehr schwarz, sehr dunkel. In der Mitte ist jetzt das Polestar-Zeichen auch in einem Schwarz, nicht in einem Silber, was ich cool finde. Das hier ist jetzt Plastik, das hätte ich mir jetzt bezogen oder in so Mikrofaser oder so noch mal ein bisschen besser gefunden oder eher gewünscht. Hier unten dann eben dreispeichig, Klavierlack. Das muss man mögen, weil ihr seht, wenn ich jetzt hier drauf drücke, sieht man viele Fingerabdrücke von mir. Ich muss mal wieder weg. Nicht so gut. Auch wieder hier veganes Leder. Ja, und so viel zum Lenkrad, liegt gut in der Hand, ist tendenziell eher ein bisschen dicker. Da vorne haben wir dann eben Cockpit, was wir uns jetzt nochmal genauer anschauen können. Und wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, kann man sich noch verschiedene Dinge anzeigen lassen. Beispielsweise kann ich mir alles zum Trip anzeigen lassen, kann dieses Menü aber wieder schließen. Und was wir jetzt machen, ist über das Infotainment-System sprechen, weil das ist eigentlich das Wichtigste hier drin. Und das hat jetzt ja ein Google-Betriebssystem. Und das war das erste Mal jetzt bei dem Polestar jetzt, dass es das gab. Ich habe es damals getestet und war begeistert, nicht nur, weil ich Google gut finde, sondern weil es halt auch tatsächlich gut funktioniert. Und fangen wir mal vielleicht mit dem Wichtigsten an, Sprachsteuerung hier drin. Und jetzt können wir hier vorne drauf drücken. Navigiere zum nächsten Bäcker. Nach Rainer Hütten, Bäckerei, Konditorei navigieren. Schaut mal, wie schnell das geht. Zack, da haben wir dann gleich die Navigation, lädt sich und startet auch direkt. Und jetzt kann ich einfach hier vorne drauf drücken. Navigation abbrechen. Navigation wird beendet. Super easy, das funktioniert sehr gut, sehr schnell und vor allem erkennt es auch meine weibliche Stimme. Das ist nicht wie mit manchmal anderen Sprachsystemen, dass sie die Stimme nicht so gut erkennen. Das gefällt mir in dem Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eben nicht das Pilotpaket, heißt wir haben keine 360-Grad-Kamera. Ich zeige euch aber jetzt das Wichtigste zum Auto. Ich habe jetzt hier Fahren. Das Lenkgefühl könnt ihr einstellen, gering, Standard oder fest. Besprechen wir dann gleich bei der Fahrt. Auch das One-Pedal-Driving könnt ihr aus, gering oder Standard einstellen. Schaut mal, wie schön hier die Grafik ist. Finde ich irgendwie cool, dass ihr da den Akku nochmal seht. Und könnt auch Kriechen an- oder ausmachen. Besprechen wir nachher alles bei der Fahrt. Fahrerassistenzsysteme findet ihr hier. Wir haben jetzt hier ein Tempomat, ein Lane Keeping Assist, wir haben eine Müdigkeitserkennung, eine Verkehrszeichenerkennung, Kollisionsvermeidung und auch noch eine Kollisionsvermeidung. Wenn wir jetzt hier auf Aufladen gehen, habt ihr hier auch nochmal so eine coole Grafik, wie ihr eben das Aufladungslimit hier festlegen könnt. Und bei mehr gibt es ja auch noch ein paar Einstellungen eben zum Fahrzeugstatus. Könnt ihr hier in Beleuchtung noch ein paar Sachen einstellen, je nachdem, ob ihr die gering oder stark haben möchtet. Also hier ist es aber relativ einfach, alles zu bedienen. Und auf dem Knopf hier findet ihr dann die ganzen Apps. Heißt, ihr könnt jetzt hier Spotify reinmachen. Wenn ich hier draufklicke, könnt ihr hier jetzt Musik anhören, könnt hier browsen, was ich mega gut finde. Das liebe ich auch schon bei Tesla, dass man hier einfach sein Spotify dabei hat. Kann hier aber auch einen Videoplayer reinmachen und kann jetzt hier, wenn man beispielsweise gerade am Laden ist, ich muss hier richtig draufklicken, euch Videos anschauen von der Tagesschau, könnt auch YouTube gucken, könnt an der Stelle vielleicht auch unseren Kanal abonnieren. Schaut euch das mal an. Das funktioniert alles sehr, sehr schnell. Finde ich cool, passt irgendwie in die Zukunft total rein. Wenn ihr wieder zurückkommt, habt ihr hier eben auch Google Maps, könnt ihr euch eben Google Assistant auch noch reinmachen und alles Mögliche, was aber ein kleiner Kritikpunkt ist. Ihr habt jetzt hier nur Android Auto, kein Apple CarPlay. Das wird vermutlich dann Anfang 2022 auf den Markt kommen. Aktuell gibt es leider noch nicht. Aber Over-the-Air-Updates heißt, wenn es Neuerungen gibt, werdet ihr hier immer abgedatet. So, hier unten habt ihr noch ein paar Einstellungen, eben Bluetooth-Sound, habt ihr Display-Einstellungen, also Google Assistant-Einstellungen, habt hier unten dann auch noch die Systemeinstellungen. Also das ist alles so im Prinzip das Wichtigste, was ich zeigen wollte. Da oben habt ihr dann die Benachrichtigungen und hier unten könnt ihr dann, wenn ihr runterfahrt, beziehungsweise hier unten klickt, auch noch die Klimaautomatik anmachen. Heißt, ihr könnt jetzt hier eben stärker das Gebläse anmachen, könnt es auch ganz ausmachen, könnt Umluft einstellen und das alles hier unten eben. Ich glaube, das war jetzt das Wichtigste da vorne. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren, weil darum geht es ja in diesem Video und schauen wir mal, wie er sich jetzt so bei dem Regen schlägt. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und ihr habt euch bestimmt gefragt, wo ist jetzt eigentlich hier der Start-Stopp-Knopf? Ja, der Polestar 2 hat
keinen. Heißt, ich gehe jetzt hier einfach auf die Bremse und drücke hier nach vorne, kann dann rückwärts fahren. Wollte euch noch die Rückfahrkamera übrigens zeigen. Hier oben wäre dann die 360-Grad-Kamera. Und wenn ihr jetzt den Gangwallhebel nach unten drückt, seid ihr jetzt in D. Und da vorne seht ihr dann erstmal, in welchem Gang ihr gerade seid, wie schnell ihr fahrt. Hier habt ihr dann auch noch die Verkehrszeichenerkennung und da unten dann auch noch die Reichweite. Heißt, ihr müsst keine Reichweitenangst haben. Und was wir jetzt als allererstes machen, ist mal gemeinsam losfahren. Und wir sind jetzt hier in einem Elektroauto. Heißt, geräuschlos losfahren, sehr angenehm im Alltag, stört nicht die anderen, stört auch einen selbst nicht, entschleunigt so ein bisschen. Das sind erstmal die Vorteile von dem Elektroauto. Und was mir jetzt als erstes aufgefallen ist, als wir gerade da runtergefahren sind von dem Bordstein, wir haben jetzt hier schon ziemlich sportlich abgestimmtes Fahrwerk. Das ist bei dem Polestar 2 eben typisch. Und jetzt würde ich als allererstes gerne mit euch gemeinsam beschleunigen. Wir haben jetzt das Lenkgefühl erstmal fest eingestellt und ich drücke jetzt mal aufs Gas. Die Beschleunigung von 0 auf 100 liegt bei 7,4 Sekunden. Auf 50 können wir mal beschleunigen. Schauen wir mal, was er kann. Ja, sind auf 50. Das geht echt schnell und vor allem habt ihr jetzt gemerkt, wir haben einen nassen Boden und der hat nicht gestempelt, obwohl wir jetzt hier nur einen Frontantrieb haben und das ist für mich ein großer Vorteil, weil ich nicht genau wusste, wie sich das jetzt hier verhält. Interessant ist jetzt übrigens auch, ihr habt ja jetzt hier keine Gewichtsverteilung von 49:51 wie jetzt beim Dual-Motor, sondern ihr habt jetzt hier eben 45:55. Heißt, es ist ein bisschen frontlastiger eben ja ausgelastet. Das Gewicht ist jetzt eher so ein bisschen an der Lenkung. Es fühlt sich aber angenehm an. Und wenn wir jetzt hier so um den Kreisverkehr fahren, da mal ein bisschen Gas geben, liegt der echt gut in der Kurve. Der bricht auch nicht aus oder so und wenn wir jetzt hier mal schnell geradeaus fahren, funktioniert das schon ganz schön. Der ist trotzdem agil, auch wenn wir jetzt eben nur einen Motor haben. Witzigerweise ist ja bei dem Dual-Motor vorne und hinten genau der gleiche Motor. Darum haben wir da auch 660 Newtonmeter maximales Drehmoment, hier eben dann die 330 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und Wendekreis ist übrigens auch ganz gut. Wir haben jetzt hier ja, kurze Überhänge. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier kommt er nämlich einmal drum herum, ohne jetzt rückwärts fahren zu müssen, was natürlich das Fahren in der Stadt sehr angenehm macht. Und jetzt sprechen wir gemeinsam mal über die Reichweite. Eingegeben ist der jetzt hier ja bei der kleinen Akkuversion von 64 Kilowattstunden bei 440 Kilometer. Die große Variante hat 540 Kilometer. Wir haben jetzt in unserem Alltagstest 390 Kilometer geschafft. Warum? Weil wir viel in der Stadt unterwegs waren. Warum? Es ist jetzt draußen auch nicht die beste Temperatur, aber wir konnten viel rekuperieren. Und dafür schauen wir uns mal hier vorne das Wichtige an zum Fahrzeug, was ich euch zeigen wollte. Und da fangen wir vielleicht mal an mit dem Lenkgefühl. Wir können das jetzt einmal in Standard einstellen, dann ist es nicht so fest und in gering ist die Lenkung eher schwammig. Was wir jetzt hier auch nochmal machen, ist gemeinsam wenden. Ihr seht, auch der Wendekreis ist wirklich großartig und ich habe jetzt die geringe Lenkung drin. Ich würde für mich persönlich immer die feste nehmen. Ich mache mal die Klima an, weil es hier drin jetzt schon beschlägt. Jetzt ist der Ton vielleicht nicht so gut, aber dafür habt ihr ein besseres Bild und jetzt erzähle ich euch weiter, was ich euch gerade zeigen wollte. Also Lenkung könnt ihr gering, Standard oder fest einstellen und dann haben wir hier noch verschiedene Einstellungen zum Kriechen und zum One-Pedal-Drive. Sprechen wir als allererstes über das Kriechen und hier ist jetzt interessant, vielleicht muss ich jetzt hier auch noch mal schnell wenden. Rückfahrkamera zeige ich euch auch noch mal. Ihr seht auch da hinten echt gut raus, die ist klar. Piepst übrigens auch, wenn ihr irgendwo zu nah drauf fahrt. Jetzt sprechen wir aber über das Kriechen und das habe ich jetzt aktuell an. Und wir schauen uns jetzt mal genau an, was das bedeutet. Heißt, ich gehe jetzt hier auf die Bremse. Wenn ich jetzt losfahre, kriecht der leicht voran. Wenn ich das ausmache, kriecht er eben nicht mehr. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ich persönlich fahre am liebsten immer mit Kriechen. Und dann habt ihr hier auch noch das One-Pedal-Drive, was ihr einerseits ausmachen könnt, gering oder Standard. Und was bedeutet das genau? Wenn ich jetzt aus habe und von der Bremse, vom Gas runtergehe, rollt er eben ganz normal weiter und hat eben ja keine starke Rekuperation. Wenn ich jetzt auf gering gehe, bremst er ein bisschen mehr aus und bei Standard haben wir eben One-Pedal-Driving. Heißt, ich drücke jetzt nochmal hier aufs Gas, gehe nochmal runter und der verzögert viel stärker, rekuperiert auch viel stärker und bremst jetzt auch bis auf 0 ab. Ihr seht jetzt, er kriecht jetzt weiter, weil ich eben das Kriechen drin habe. Wenn ich das Kriechen aus hätte, würde er komplett auf 0 runterbremsen. Und so könnt ihr euch eben ja eure Konfiguration für euer elektrisches Fahren eben so einstellen, wie ihr es am liebsten mögt. Das finde ich total cool. Heißt, ich persönlich mag am liebsten hier die geringe Rekuperation. Ich habe auch gerne das Kriechen an. Auf 0 runterbremsen mag ich im Alltag nicht so gern, aber das ist Geschmackssache. So, jetzt vielleicht noch zur Thematik, wie sitze ich denn jetzt hier drin? Es ist ein eher sportliches Fahrverhalten.
Abstimmung ist ein bisschen sportlicher, auch die Lenkung ist jetzt vorne ein bisschen stärker, beziehungsweise eben durch die Gewichtsverteilung, und vor allem ist es hier trotzdem spritzig, obwohl wir nur einen Motor haben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was habt ihr verbraucht? Wir haben so an die 19 Kilowattstunden verbraucht. Das ist okay. Eben auch die 390 Kilometer, die wir weit gekommen sind. Angegeben sind ja 440 Kilometer bei der größeren Variante. 540 Kilometer, das ist für mich im Alltag die richtige Version. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich nicht in der Stadt leben würde, eher noch die Long-Range-Variante nehmen. Da habt ihr auch noch mal ein bisschen mehr Freiheiten, eben was die Reichweite angeht. Aber was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren. Dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit, und erstmal, es hat sich natürlich gelohnt, jetzt hier 4 Stunden nach Köln zu fahren und heute Abend auch wieder 4 Stunden zurück, denn ich habe mich total auf die Single-Motor-Variante gefreut. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich generell ein ziemlicher Polestar-Fan. Warum? Ich finde, die sind sehr zukunftsorientiert, denen ist wichtig, dass sie nachhaltig sind, denen ist wichtig, dass sie vegane Innenräume da drin eben verbauen, ihnen ist wichtig, dass sie ein gutes Betriebssystem haben, und das haben sie tatsächlich geschafft. Das Google-Betriebssystem ist eines der besten, was ich tatsächlich kenne, und die sind schick, oder? Ich finde die richtig, richtig schick. Und jetzt haben wir hier auch eine Variante, die eben nicht so hoch motorisiert ist, die kein Allrad hat und eine viel längere Reichweite, was ich sehr gut finde. Wir haben jetzt in unserem Test ja knapp 400 Kilometer geschafft. Wenn ihr ein bisschen mehr wollt, könnt ihr eben auch den größeren Akku nehmen. Ich schätze auch, dass die Long-Range-Variante mit dem Single-Motor sich besser verkaufen wird, weil sie einfach mehr Sinn ergibt. Falls ihr aber ein Auto sucht, mit dem ihr in der Stadt unterwegs sein könnt, ab und zu auch mal ein bisschen weiterfahren wollt, wäre diese Variante gut für euch. Und was auch spannend ist, dass ihr hier einen verdammt guten Preis für meine Verhältnisse, für das, was ich denke, eben bezahlen könnt für dieses Auto. Erstmal vielleicht zur Förderung. Ihr bekommt jetzt eine Förderung von bis zu 10.000 €. In dem Fall bekommt ihr die auch und profitiert von der Dienstwagensteuer von 0,25%. Und der beginnt jetzt bei einem Preis von 35.000 € nach Abzug der Förderung. Und das ist echt verdammt gut. Hier haben wir jetzt noch eben das Plus-Paket drauf. Das kostet ungefähr 4.500 €. Ihr habt auch noch die Farbe für 1.000 € drauf, und das war's. Der Wagen kostet so 47.000 €, nach Abzug der Förderung dann ungefähr 37.000 €. Falls euch das zu teuer sein soll, dann könnt ihr auch gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Warum? Was machen die? Die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber bei The Car Crash gelandet. Wir lassen euch nicht im Regen stehen, wir stehen selbst für euch im Regen, testen für euch die Autos, fahren dafür ganz lange Strecken, und abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!